Es ist eine Ausstellung, die zu großen Teilen aus den Beständen der Nationalgalerie des Hamburger Bahnhofs besteht. Und es ist die letzte Ausstellung, die mit den Beständen der Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof stattfindet. Wir haben, um das zu aktualisieren, einige zeitgenössische Positionen eingeladen und tatsächlich kommen die zu großen Teilen alle aus Berlin. Was also Transportwege angeht, haben wir noch einen Transport aus Beirut und aus Paris gehabt, alles andere war vor Ort. Es gibt eigentlich nichts Nachhaltigeres als Sammlungsausstellungen, wenn man Nachhaltigkeit auch so versteht, dass man sich um das kümmert, was man vor Ort da hat. Weil diese Ausstellungen bedeuten für uns immer auch, das, was wir da haben, aufarbeiten. Ihr habt euch ja dieses Thema ausgesucht, Anthropozän, und dazu gehört natürlich auch der Klimawandel. Was war denn euer persönlicher Anspruch daran, diese Ausstellung zu schaffen? Oder ja, was genau wollt ihr damit erreichen? Das, was zu sehen ist, ist bestimmt durch das, was da ist. Ne? Und einerseits geht es um so kunsthistorische Sachen, aber gleichzeitig gibt es dann auch den, sagen wir, realpolitischen Rahmen oder die Beschreibung der Wirklichkeit. Also wie lassen sich die Themen, die heute sichtbar sind oder heute auch sehr virulent sind, in der Kunst wiederfinden? Aber natürlich ist es auch eine Frage, die sehr stark damit verbunden ist, was überhaupt Kunst ist. Man geht dann wirklich wesentlich nochmal an diese Frage, was ist Kunst, was heißt es quasi Material zu nehmen und in andere Formen zu verwandeln zu einem bestimmten Zweck. Das hat mich dann auch ziemlich tief beschäftigt während dieser Ausstellung, weil man denkt, okay, das sind jetzt bestehende Arbeiten, die man zeigt in einem neuen Kontext, aber was kommt dann danach? Was ist die Zukunft eigentlich von Kunst und Kunstschaffen in einem Zeitalter, wo es dann ganz klar ist, dass man nicht jetzt endlos Ressourcen verbrauchen darf? Zum Beispiel, wir haben eine Arbeit von G.V. Lee, so eine deutsch-koreanische Künstlerin, die eine Installation mit Seife gemacht hat. Und es ist durchaus so gedacht, dass diese Seife vielleicht auch benutzt werden kann irgendwann und dass dadurch das Material zurück in die Erde in Anführungsstrichen fließt und dass dieser Kreislauf dann bewahrt wird. Und das war irgendwie das Ausstellungsstück, wo ich so das Gefühl hatte, dass das war so eine runde Sache einfach. Das war alles sehr gut mit einbezogen. Die Nachhaltigkeit, genauso wie verschiedene Themen, die angesprochen wurden. Aber es ist die Frage, wie kann man diesen theoretischen Diskurs mit den Verpflichtungen eines Museums vereinbaren. Also wir haben dann doch die Pflicht, diese Arbeiten für die Ewigkeit theoretisch in Anführungsstrichen aufzubewahren. Und natürlich, das bringt dann andere Herausforderungen mit sich, als ein Ausstellungshaus, das temporäre Situationen erschafft. Was würdet ihr denn sagen, was für eine Verantwortung das Museum hat, auch gegenüber Gesellschaft oder den BesucherInnen? Ich glaube, bislang war dieser Bewahrungsprozess schon vordergründig in dem Geist von Museumsleitern und Museumsmachern. Aber ich glaube, jetzt langsam ist das dann wirklich auch angekommen, dass es auch im musealen Bereich ein Thema ist. Wie kann man denn dauerhaft nachhaltiger arbeiten? Wir reden ja auch häufig von Klimagerechtigkeit. Es geht hier nicht nur darum, irgendwie klimatische Verhältnisse zu retten oder zu verhindern, dramatische klimatische Verhältnisse, sondern eben auch alles andere mit einzubeziehen, also die Menschen, die davon betroffen sind, sowie auch insgesamt die Ökosysteme. Also man spricht jetzt von Anthropozän in der Ausstellung, weil das vielleicht der Begriff ist, der mittlerweile am gängigsten ist im öffentlichen Diskurs. Aber natürlich gibt es auch viele andere Begriffe, die vorgeschlagen wurden und die von manchen Leuten auch definiert werden, zum Beispiel Capitalocene, also wie Kapital, und dann Ocene wie Anthropozän. Dass man quasi diesen Anthropozän als Ausgangspunkt spielt, aber dann andere Präfixe nimmt, die dann so eine andere Färbung mit sich geben. Also was man sagen kann, ist, dass wir schon versucht haben, dass möglichst unterschiedliche Perspektiven auch drin sind. Also es hat sich so entwickelt, dass es einen sehr starken Mittel-Südamerika-Bezug hat. Man kann es auch ansprechen, es ist kein Geheimnis, dass die Sammlung der Nationalgalerie vorwiegend männlichen Weiß ist. Und dann mit der Zeit kann man vielleicht diesen geschichtlichen Bias in der Sammlung ein bisschen ausgleichen, aber es ist natürlich irgendwas, wogegen man zu kämpfen hat, immer wenn man thematische Ausstellungen aus dem Bestand macht. Und uns war es wichtig, dass das immer auch was mit hier uns zu tun hat. Ne? Also die Arbeit von Aline Bajana, Kreuz des Südens, es geht ja um viele Themen in der Arbeit, aber es geht auch um diesen
Staudammbruch. Und die Firma, die das Gutachten geschrieben hat für diesen Staudamm, war eine deutsche Firma in München. Ja? Und genauso die andere Arbeit von Karima Aschadu, Brown Goods, die in einem Raum ist, wo es um runtergekommene, also Deindustrialisierung im Prinzip durch Verfall, aber auch um Mobilität ging. Und die Arbeit war uns wichtig, weil sie eben in Hamburg spielt, ja, aber gleichzeitig die Beziehung nach Lagos aufstellt oder so. Also es ist jetzt nicht so, das hat nichts mit uns zu tun oder so, sondern es ist immer wichtig, dass auch klar ist, natürlich hat das was mit uns zu tun und selbst wenn man es auf den ersten Blick nicht erkennt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt im Nachhinein mit der Ausstellung klar deutlich machen konntet, wie schlimm die Situation ist? Schon jetzt? Also die Klimakrise meine ich jetzt mit der Situation. Ich glaube, das war nie unsere Absicht, irgendwas Alarmistisches zu produzieren, weil letzten Endes sind wir ein Kunstmuseum und wir haben den Auftrag, Kunst auszustellen. Wir wollten dann lieber quasi den Dialog mit der Kunst suchen, als irgendwas drüber pflastern. Also die Kunst muss sprechen können und nicht irgendein Teil von einer Parole von uns werden. Ich habe mich gerade gefragt, ist es nicht der Auftrag, einfach nur Kunst in dem Museum zu zeigen oder dass Menschen kommen und sich das anschauen? Also steckt nicht der wahre Auftrag in dem Moment, in dem Menschen sich die Kunst anschauen und was daraus mitnehmen? Ich höre auch raus, dass ihr euch als Kunstmuseum oder als Kulturschaffende als sozusagen neutrale Person hinter der Kunst seht. Aber die Kunst ist ja selbst auch politisch. Also das Museum hat ja drei Kernaufgaben im Prinzip, wenn man das runterbricht. Das eine ist das Zeigen, das andere ist das Bewahren und das dritte ist das Vermitteln. Ja, und klar, natürlich kann man sagen, das Ausstellen ist das eine, aber dann ist die Frage, wen erreiche ich oder wen kann ich überhaupt erreichen? Welche Hindernisse gibt es, die ich gar nicht sehe? Aber ich glaube, was wir denn gedacht haben dabei, ist, dass jeder, der in diesen Raum hineingeht, bringt sein eigenes Wissen und seine eigene Erfahrung mit. Dann wird wahrscheinlich eine Resonanz mit diesen Arbeiten, mit diesen Themen finden. Und wir wollten so Dialog zwischen der Außenwelt und der Kunst herstellen, davon ausgehen, dass dieses Thema so präsent ist, dass es dann doch von alleine passiert. Als wir in dem Raum mit den Plakaten von Klaus Steg waren, da kam uns sofort die Assoziation, dass das ja eigentlich Memes sind. Wir meinten auch, ich will das als Sticker, ich will es überall in Berlin verteilen. Ich merke, dass meine Welt außerhalb des Museums, die irgendwie auch sehr digital ist, auf einmal an einem Ort, also in dem Museum auch einen Platz hat, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Impulse aus diesen Nachhaltigkeitsgedanken sich dann auch langsam in der Kunst niederschlagen. Also die haben sich dann zum Teil immer in der Kunst niederschlagen. Aber das ist jetzt doch präsenter bei der jüngeren Generation, dass die vielleicht ein bisschen auch ihre Ästhetik an diesen Bedingungen anpassen muss. Weil Kunst hat immer so einen besonderen Rahmen, ne? Dass man denkt, okay, das ist dort, um vieles möglich zu machen, das vielleicht sonst in der Gesellschaft verpönt ist oder tabu ist oder man nicht machen darf. Aber ich glaube, in diesen Punkten kommt man langsam dahin, dass man sagt, okay, da muss ich gucken, wie das vereinbar ist mit dem, was mich umgibt als Realität für das Klima und so weiter. Dieses Papierbanner an der Wand, auch ohne Rahmen und gar nichts, also sehr rudimentär sozusagen, wo dann diese Konglomerate verteilt waren drauf schon. Und dann, wenn man rangegangen ist, sah man, dass so ganz klein mit Bleistift irgendwie da so reingezeichnet war, Daten und Ereignisse von 1900 Knirps bis 2021 wirklich. Und das hat uns auch sehr beeindruckt, weil das auch so diesen Kontrast gegeben hat zu irgendwie diesen großen Ereignissen, die man von außen eigentlich am meisten sieht oder die wahrscheinlich im Endeffekt am relevantesten sind, eben die Umwelt, die sich verändert. Und dann ganz klein hast du dann irgendwelche kleinen Arbeiterkämpfe, was halt eigentlich so nur kurze Teile der Geschichte sind, über die wir uns dann aber vor allem als AktivistInnen total aufregen in dem Moment. Das hat uns doch, das war schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube, dieses Kunstwerk. Aber das war auch wie so ein Zeitstrahl. Also. Und wir wollten dann mit diesen Arbeiten aus unterschiedlichen Zeiten schon ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man dranbleiben muss. Dass es nicht so ein Zeitphänomen ist, sondern dass es schon seit langem passiert.
Und ich glaube, ein bisschen ist es unser Impuls, dass man mit dieser Ausstellung zeigt, dass man auch in die Zukunft hinein quasi am Ball bleiben muss und dass man gucken muss, dass vielleicht irgendwann diese Präsentation aufhört. Dass man nicht nur diese verheerende Konsequenzen zeigt in der Ausstellung, dass man vielleicht auch andere Themen in den Vordergrund stellt.